So, jetzt kommt der Kopf und den häkeln wir zweimal. Hier ist das eine Teil schon, das habe ich schon vorbereitet. Und nun häkeln wir zusammen den zweiten Teil. Also wir fangen an, ein Fahnenring. Und in diesen Fadenring häkeln wir 6 feste Maschen. Sechs. Das war die erste Runde. Jetzt kommt die zweite Runde. Da verdoppeln wir alle 6 Maschen und haben am Ende der zweiten Runde 12 Maschen. Wir häkeln in Spiralrunden. Das heißt, wir machen hier einen Maschenmarkierer rein oder man sieht es jetzt noch, weil hier der Faden ist, wo die Runde anfängt. So, jetzt kommt die zweite Runde. Haben wir jetzt. Und jetzt kommt die dritte Runde. Und da machen wir das so, dass wir immer abwechselnd eine Masche verdoppeln und eine Masche in eine feste Masche. Dann haben wir am Ende der Runde 18 feste Maschen. Achtzehn feste Maschen nach der dritten Runde. Nun kommt die vierte Runde. Da häkeln wir immer eine Masche zweimal und dann noch 2 feste Maschen. Am Ende der vierten Runde haben wir 24 feste Maschen. Eine verdoppeln und noch 2 nacheinander und wieder so fertig. 24 feste Maschen. 1, 2, 3, vierte Runde haben wir jetzt fertig. Jetzt kommt die fünfte Runde. Da verdoppeln wir eine feste Masche und häkeln noch 3 feste Maschen zusätzlich. Am Ende der Runde haben wir 30 feste Maschen. Also eine verdoppeln
und noch 3 feste Maschen. Die ganze Runde. So 30 feste Maschen. Als nächstes kommt die 6. Runde. Da häkeln wir 4 feste Maschen und eine verdoppeln und haben am Ende der 6. Runde 36 feste Maschen. Eine verdoppeln und 4 feste Maschen. So, das war die 6. Runde. Jetzt haben wir 36 feste Maschen. Und nun kommt die 7. Runde. Da nehmen wir auch wieder 6 Maschen zu. Aber diesmal eine verdoppeln und 5 feste Maschen. Jetzt kommt die 8. Runde. Da verdoppeln wir die erste Masche und dann noch 6 feste Maschen hinterher. Das machen wir die ganze Runde. Am Ende dieser Runde 8 haben wir 48 Maschen. So, ich versetze jetzt mal den Maschenmarkierer und dann fangen wir jetzt mit der 9. Runde an. Bei der 9. Runde verdoppeln wir eine Masche und häkeln 7 feste Maschen nacheinander dazu. Also feste Maschen, also erstmal eine verdoppeln und dann noch 7 feste Maschen. Nach dieser 9. Runde haben wir 54 Maschen. In der 10. Runde häkeln wir noch 6 Maschen dazu. Das heißt, eine Masche verdoppeln und 8 feste Maschen danach. Am Ende der Runde 10 haben wir 60 feste Maschen. Das heißt, eine verdoppeln und 8 feste Maschen. Die 10. Runde hat jetzt 60 Maschen, also ich habe 60 Maschen nach der 10. Runde und die solltet ihr auch haben. Jetzt machen wir die 11. Runde und da verdoppeln wir jede 10. Masche. Also erstmal verdoppeln wir eine Masche und dann noch 9 feste Maschen. Am Ende der 11. Runde haben wir 66 feste Maschen. So, nun kommt die 12. Runde. Da haben wir am Ende der 12. Runde 72 feste Maschen und wir häkeln eine feste Masche, verdoppeln und noch 10 feste Maschen dazu. Die ganze Runde. Jetzt haben wir 72 feste Maschen. Nun kommt die 13. Runde und da machen wir das so, dass wir 11 feste Maschen zwischen den Zunahmen häkeln. Und am Ende der Runde haben wir 78 feste Maschen. Nun kommt die 14. Runde. Da nehmen wir 12 feste Maschen zwischen den Abnahmen. So, jetzt kommt die 15. Runde. Da verdoppeln wir eine feste Masche und häkeln 13 feste Maschen da hinterher. Und das machen wir die ganze Runde immer wieder und dann haben wir 90 feste Maschen am Ende der Runde. Die 15. Reihe ist jetzt fertig. Wir haben 90 feste Maschen und die 16. Runde, da häkeln wir einfach diese festen Maschen
einmal 90 feste Maschen, ohne Zu- und Abnahmen. Jetzt kommt die 17. Runde. Da häkeln wir eine verdoppelt und 14 feste Maschen. Und am Ende der Runde 17 haben wir 96 feste Maschen. Also los geht's. So, wir haben jetzt 96 feste Maschen und wir häkeln jetzt die 18. Runde nur 96 feste Maschen ohne Zu- und Abnahmen. So, als nächstes kommt die 19. Runde. Da nehmen wir auch noch mal 6 Maschen zu und am Ende der 19. Runde haben wir 102 feste Maschen. Das heißt, zwischen den Zunahmen häkeln wir 15 feste Maschen. So, jetzt kommt unsere letzte Runde und das ist die 20. Runde. Da häkeln wir einmal 102 Maschen, einmal rundherum, ohne Zu- und Abnahmen. Nun ist der Kopf fertig und die Zusammenarbeit und die kleinen Teile sowie Schwanz, Ohren, Nase, Augen und Pfoten. Da habe ich noch ein drittes Video gemacht. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung oder im Anschluss an dieses Video. Und nun viel Spaß und eure Gabi.